Ja, Korčula Ade. Lässig gsi. Bye bye, Korčula. So, mit Sonnenbrille ist immer besser. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg zur Insel Mljet, Luka Polace, wo man den Eintritt hat in den Nationalpark. Wir sind jetzt auf einem langen Schlag von 14 Seemeilen, einfach alles zusammen geradeaus, auf einem Kurs von 126 Grad. Und leider haben wir noch praktisch keinen Wind. Und der, den wir haben, ist genau wieder von vorne. Wir haben ein bisschen Wind bekommen und dann entsprechend auch wieder ein bisschen segeln. Da, Delfinschule. Unser Ziel in Sicht, Insel Mljet, und in die Bucht Polace muss es hier vorne reingehen. Und da sind wir in der Einfahrt Polace. Wir kommen hier in den Naturpark. Es sieht wunderschön aus. Mir weiss ich gerade, ob das eine Privatjacht ist. Es sollte ein offizielles Kursboot sein. 50 Meter lang. 50 Meter lang, ja. Die Wald rein. Dort sehe ich 2 orange Bäume. Okay. Wir sind jetzt hier in Polace. Ruhetritt an Land. Von der Ankerbucht weg. Betonung auf mehr Ruhetritt. Dort ist das Dreher. Bye bye. Jetzt kommen wir näher und dann mieten wir Velo und wollen hier in den Nationalpark. So, an Land. Auf geht's. Jetzt müssen wir hier noch Billett lösen. Wir haben zwar schon gezahlt für den Nationalpark, um hier vor Anker legen, aber jetzt müssen wir noch Billett kaufen, dass wir zu Fuß im Nationalpark dürfen. Let's make money. Und hier ist ein Höllenmais. Arbeit muss sein. So, wir stehen hier vor dem Rimska Palacca. Das ist eine alte römische Villa aus dem 4. oder 5. Jahrhundert. Und das ist jetzt das, was noch übrig geblieben ist. Und heute ist das der Eingang in den Nationalpark Mljet. Ja, wir haben hier E-Bikes gemietet, damit es auch der Hügel drauf einigermaßen reingeht. Da haben wir einen Blick in die Bucht Polace. Wir sind am allerhintersten Ecke. Mutterseelen allein für uns. Und das Dörfli Polace selber. Hier unten der See, Sajero. Ja, herrlich. Da sind wir beim Dörfli Soline und da sehen wir den Durchgang von dem See Jesero ins Meer raus.
Da haben wir den Blick vom Festland aus, vom Rundweg auf die Insel Santa Maria. So, da kommt unser Fährschiff zur Insel Santa Maria. Auf dieser Insel Santa Maria ist ein Kloster der Benediktiner. Das stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist eines der wichtigsten romanischen Baudenkmäler hier in Kroatien. Ein halber Weisswein lokal Intus. Oh. Wir beide haben den Dirkel. Life is beautiful. Oh. Jetzt habe ich endlich etwas gefunden. Es ist schwierig, überhaupt die Angaben zu finden. Es hat 16 Einwohner, das Okuklie. Und es hat 2 Kloster dort, aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Ist aber immer wieder brandschatzt worden von Piraten und weiss nicht wem. Und 1693 komplett ausgeraubt und total zerstört und abgebrannt. Und dann, aber es ist der älteste kroatische Ort an der Inselküste und hat jetzt eben wieder 16 Einwohner. Und sie leben eben ein bisschen, dass Touristen den Ankerplatz anbieten und so. Und es ist ein sehr geschützter Hafen. Darum hat es Restaurants dort und ein Erholungsheim. Ein Zeichen der menschlichen Unverwüstbarkeit, schreibt es. Eben, wir sind jetzt auf dem Weg nach Okuklie. Es sind rund 16 Seemeilen. Wir tuckern jetzt hier die Küste entlang, weil heute hat es leider entgegen der Vorhersagen überhaupt gar keinen Wind, mindestens im Moment. Aber es ist auch wunderschön, hier einfach dieser kroatischen Küste entlang zu tuckern. Hier auf dem Funkgerät sehen wir, wie uns hier ein Boot entgegenkommt. So, jetzt sind wir in der Ansteuerung von Okuklie. So, wir sind jetzt hier in Okuklie angekommen. Eine wunderschöne Ankerbucht, rundum geschützt. Einer der sichersten Plätze hier an der kroatischen Adria. Und wie gesagt, die älteste kroatische Siedlung auf dieser Insel in Kroatien. Ja, wir haben da festgemacht beim Restaurant Baro, wo wir dann zu Nacht essen. Zum heiligen Nikolaus. Svetko Nikolaus.